Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Heute backen wir einen Kuchen, den wir schon lange nicht mehr hatten, einen Kirschkuchen. Und ich freue mich auch schon richtig darauf, den zu backen, weil der wieder richtig lecker ist. Vor allem die Streusel, die nasche ich immer heimlich vom Kuchen. Aber dass der Kuchen einfach zuzubereiten ist, wisst ihr ja. Die Basis ist ein Mürbeteig, darauf kommen etwas Pudding und Kirschen und die Mandelstreusel. Und zum Schluss das i-Tüpfelchen, viele Sahnekleckse mit Schokoraspeln. Also lasst uns mal loslegen. Doch zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Für unseren heutigen Mürbeteig nehme ich 130 Gramm Butter, 70 Gramm Zucker, 250 Gramm Mehl, 8 Gramm Backpulver und ein Ei. Ich gebe jetzt alle Zutaten in die Schüssel und verknete sie. Im Mürbeteig verarbeitet man am besten kalte Butter. Das hat den Vorteil, dass die Butter beim Kneten nicht so weich wird. Ich habe meine etwa 15 Minuten vor dem Backen aus dem Kühlschrank genommen. Den Teig bitte nicht zu lange verkneten, sonst wird er brandig, also bröselig. Der Teig ist jetzt richtig schön durchgeknetet und kann auch gleich in eine 26er Springform, die ich auch schon in ein Backpapier ausgelegt habe. Wir verteilen den Teig auf dem Boden und formen noch einen kleinen Rand von etwa 2 cm Höhe. Den Boden steche ich noch mit einer Gabel ein, damit der Herr beim Backen gleichmäßig aufgeht. Den Boden stellen wir jetzt in den Kühlschrank und bereiten dann unseren Pudding zu. Für unseren Pudding brauchen wir 300 ml Milch, ein Päckchen Vanillepuddingpulver und 30 Gramm Zucker. Ich koche etwa 200 ml Milch mit dem Zucker auf. Die restliche Milch verrühre ich mit dem Puddingpulver klümpchenfrei. Gebe es in die kochende Milch, verrühre es, koche den Pudding auf und lasse ihn andicken. In den noch heißen Pudding rühre ich ein Glas gut abgetropfte Sauerkirschen. Den Pudding mit den Kirschen gebe ich danach gleich auf den gekühlten Boden und verteile ihn. Die Kirschen zusammen mit dem Pudding sind wirklich lecker. Als letztes bereiten wir die Mandelstreusel zu. Und dafür brauchen wir 70 Gramm Butter, 70 Gramm Zucker, 120 Gramm Mehl, 40 Gramm gemahlene Mandeln und 30 Gramm gehackte Mandeln. Bei den Streusel verwende ich keine so kalte Butter, weil sie ja nicht so fest sein müssen. Die gehackten Mandeln lassen die Streuseln richtig knuspern. Wenn ihr die probiert habt, wisst ihr, warum ich sie heimlich vom Kuchen nasche. Und nun können die Streusel auf den Kuchen. Ich hoffe, dass ihr mit meiner Streuselmenge zufrieden seid. Bei den gekauften Kuchen gibt es ja meistens nur kleine Streusel. Ich mag es aber lieber gemischt und habe deswegen große und kleine auf meinem Kuchen. Der Kuchen wird jetzt mindestens 45 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen gebacken. Der Kuchen ist fertig gebacken und abgekühlt. Ich habe die Zeit genutzt und habe schon einmal 400 Gramm Sahne mit 4 Teelöffeln Sanapat aufgeschlagen. Heute gibt es keine Sahnetrupps. Ich möchte heute die Sahne raufklecksen und reichen Sie am besten so einen Eisportionierer. Wenn ihr keinen habt, könnt ihr auch einen Löffel nehmen. So, dann mal los. Es gibt Eisportionierer in verschiedenen Größen. Meine hat einen Durchmesser von 4 cm. Wenn ihr die Sahne vor dem Aufbringen in den Gefrierschrank stellt, geht es etwas einfacher. Weil das noch nicht genug Kalorien sind, machen wir ein bisschen Schokolade oben drauf. Für meinen Kuchen nehme ich etwa 50 Gramm Vollmilchschokolade. Die Schokolade sollte ruhig etwas weich sein, dann lässt sie sich besser hobeln. Wenn meine Hände wieder sauber sind, schneiden wir die Torte an. Da kommt auch schon ein Stück mit 3 Sahnekugeln.
So sieht mein Kirschkuchen mit Mandelstreusel von innen aus. Wir haben den Mürbeteig, den Pudding und die Kirschen, die Mandelstreusel und obendrauf noch die Sahnekugeln mit der Schokolade. Wenn ihr jetzt auch Lust habt, diesen Kuchen einmal auszuprobieren, findet ihr das Rezept wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!